Das war's, Lars. Also im Vorfeld, wo ich gesagt habe, ich hole mir eine Puch Maxi S, das war, was holst du dir da für einen Ofen? Das konnte keiner glauben. Alle haben gesagt, hol dir eine Simson. Ich sage, nee, ich möchte was haben, was keiner fährt. Und beim ersten Treffen war es halt auch schon gewesen. Wo standen sie alle auf dem ersten Treffen? Um die Puch drumherum, was ist das? Anstatt bei den Simsons. Ich finde die auch klasse. Also top Sache. Bei uns hier ist das ja eigentlich so die eierlegende Wollmilchsau. Aber für mich kam das nicht in Frage, das zu fahren, was jeder hat. Hallo, mein Name ist David, bin 41 Jahre alt, komme aus Heinslehm und fahre eine Puch Maxi S. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Also mit Zweirädern, Mopeds, Mofas hatte ich eigentlich noch nie Berührungspunkt gehabt. Also ich bin früher immer nur Auto. Jahrelang auf Treffen gefahren, komme aus der Opel-Szene. Dann kam Kind, Familie, Haus, dann wurde es da halt relativ ruhig. Und vor 2,5 Jahren, der Freundeskreis fing dann an mit Schwalbe, Simson etc. Und da dachte ich mir, okay, Lust hättest du schon drauf, aber halt was zu haben, was halt niemand hat. Und dann ging es halt Instagram, Google, geschaut, was es da so gibt. Und dann durch doofen Zufall, bei Instagram, glaube ich, war es eine Puch Maxi gesehen. Und dachte ich mir, ja, das passt schon. Ja, kein Schalten, kein nichts, kein gar nichts, einfach bloß feuerfrei. Ja, Kleinanzeigen auf, wie es eigentlich jeder macht. Ne? Gesucht, in der Nähe eine gefunden. Und erstmal zu Schrecken feststellen zu müssen, wie hässlich die eigentlich aussehen. Aber im Kopf war sie halt schon anders, im Plan schon, wie man es macht. Ja, dann glaube ich gleich am selben Wochenende sind wir dann los mit dem Hänger, das Ding abgeholt. Ja, und auf dem Rückweg schon dann die ersten Teile schon bestellt. Ja. Ich weiß, ihr wollt den Film weiterschauen, aber ich habe eine ganz kurze Info an euch. Denn wenn ihr exklusiven Zugang zum Online-Shop vor allen anderen haben möchtet und dabei noch Fett sparen wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, unseren Newsletter zu abonnieren. Denn die Newsletter-Abonnenten bekommen immer die Informationen zu neuen Drops vor allen anderen mit einem exklusiven Zugang zum Online-Shop. Dort könnt ihr die Sachen meistens zu fetten Release-Rabatten shoppen und euch eure Größe sichern. Also werdet Teil der Sauerkraut, abonniert den Newsletter oder tretet dem WhatsApp-Channel bei. Dort bekommt ihr immer alle Informationen zu unseren Rabattaktionen und wenn wir neuen Stuff im Online-Shop haben. So, und das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Film. Prinzipiell war es so, die Puch hatte ich geholt und eigentlich war der Plan, breiter Lenker, andere Gabel, vielleicht ein paar andere Felgen, anderer Sitz und fahren. Das war eigentlich so der Hauptgrund, dass ich halt das Thema ich fahre mit den Leuten einfach halt mit. Ja, dann war es halt auch so. Dann kamen die ersten Teile verbaut und dann ging es auch zur ersten Ausfahrt. Erste Ausfahrt natürlich gleich liegen geblieben, Zündung wurde zu heiß. Bei 70 Kubik war das wahrscheinlich nicht das Beste, jedes Mal Vollgas zu fahren. Ja, und dann war Zündung defekt, gab den Totalausfall, wieder ab in der Garage und zerlegt, neue Zündung etc. pp. Lief dann auch wieder. Ich glaube 4 Wochen später, nächste Ausfahrt, kurz vor der Heimat, wieder liegen geblieben. Und dann hieß es, gut, müssen wir mal schauen, was vernünftig ist. Dann kam halt die MVT-Zündung rein. Ja, und im selben Atemzug wollte ich hinten nochmal auf breiteren Reifen gehen und musste dann feststellen, dass der Reifen gar nicht in die Schwinge passt, beziehungsweise hinten unter Heckfender, beziehungsweise unter Schutzblech. Ja, und dann gab es auf Instagram den Daniel, den Puch Maxi Freak, den habe ich angeschrieben gehabt, weil der nur echt eine schicke Puch Maxi S hatte. Und erstmal zu fragen, du, wie macht man das hier am dümmsten, weil ich hatte davon einfach keine Ahnung. Und mein Freundeskreis auch nicht, weil da gab es halt einfach nur Simson. Und ja, und dann hieß es, ja, du musst wenn du Schwinge ausbauen willst, hinten, um den breiten Reifen zu fahren, musst du den Motor ausbauen. Dachte ich mir, top. Aber er sagt, okay, sind bloß 3 Schrauben. Ja, gut, dann habe ich das Ding aufgebockt, 3 Schrauben gelöst, Motor raus. Und dann stand ich vor der Puch und dachte mir, gut, jetzt wenn ich jetzt eine halbe Stunde weiterschraube,
dann ist das Ding komplett nackig und dann können wir es auch einmal komplett machen. Ja, und dann ging es halt weiter bis abends. Ja, danach alles abgebaut, Rahmen einmal schweißen lassen, wurde die hinteren Aufnahmen für den Sattel wurden gecleant, hinten die Schraublöcher vom Kennzeichen wurden entfernt, der rechte Halter von der Kunststoffverkleidung wurde auch entfernt, alle Schweißnähte, die vorher waren, wurden überschweißt und verschliffen. Danach ging es zum Entlacken, chemisch entlackt, da der Tank leider auch der Rahmen ist, konnten wir das halt nicht so einfach zur Tankreinigung geben, also chemisch entlackt. Dann kam es zurück und dann war halt die Qual der Wahl, welche Farbe. Und da habe ich mich wirklich lange mit beschäftigt, wenn man schon einmal alles neu macht, welche Farbe man dann nimmt. Und ich wollte halt auch nichts von der Stange. Ja, es war halt genauso, wie ich mir die Puch für meinen Geschmack aufbauen wollte ich halt auch die Farbe haben, die musste halt, ja, und dann ist es zum Ende kein Lack, sondern im Endeffekt, ja, Lack ist es auch, aber Pulver geworden, das ist jetzt Zementgrau. Habe das Ding dann zum Pulverbeschichter gebracht, kam dann quasi in meiner Wunschfarbe wieder zurück und dann ging der Umbau weiter, ne, alles wieder zusammen. Ja, das Problem war gewesen, dass es keinen Sattel gab, der mir optisch wirklich zugesagt hatte. Das war auch ein Hin und Her. Ich habe bestimmt 3, 4 Sitzbänke bzw. Sattel gekauft und jedes Mal, ich dachte, Leute, das sieht einfach scheiße aus. Manche in der Szene hatten dann auch einen Fahrradsattel, hat aber nicht zu meinem Konzept gepasst. Also musste da dann hatte ich einen gefunden, ich glaube sogar bei eBay war das gewesen. Grundsätzlich war der okay, aber der hat halt das gewisse Etwas gefehlt. Und dann habe ich halt geschaut nach wie kann man den halt cool machen. Und dann hatte ich glaube auf der Essen Motor Show vor 2, 3 Jahren mal eine Schwalbe gesehen gehabt und habe halt im Internet geschaut, dass es da auch noch andere Stofffarben gab. Unter anderem auch eine, die sag mal, so ins Grün-Gräuliche geht, die dann eher zum Lack passt. Und aus Wansleben, das ist bei uns hier um die Ecke, da bin ich einfach mal hingefahren, habe gesagt, hier sieht's aus, können wir da was Cooles draus zaubern. Und der Ron hat sich dann dem angenommen, hat die Sitzbank nochmal den gewissen Schliff gegeben, hat etwas dünner gemacht. Mit dem Recaro-Stoff, den hatte er noch zum Glück auch da gehabt, also den braucht man zum Glück nicht bestellen. Und hat den besten Job gemacht, den er machen kann. Also gefällt mir wirklich gut. Und dann kam das zweite Problem bei der Sitzbank bzw. beim Sattel, dass der eigentlich weiter nach vorn montiert wird. Aber das sah so doof aus, das hat mir optisch einfach nicht gepasst. Und dann musste ich halt schauen, dass ich es irgendwie hinkriege, dass der Sattel nach hinten rutscht, also den einmal verkehrt rum an der Aufnahme anzubauen, dass der hinten nicht abkippt vom Gewicht. Ja, und dann habe ich geschaut in der Garage, was kann man da noch mal so finden, dass es irgendwie erstmal Muster zu bauen, dass es halt passt, dass es nicht abkippt. Ja, dann war es ein Couchbein. Ja, das habe ich mir so zurechtgefeilt, dass es halt in den Schaft passt und automatisch die Abstützung hat für den hinteren Sattel. Ja, habe ich dann gefeilt, wie dieser Weltmeister, und schwarz lackiert, passt. Ja, und das finde ich echt gut so. Vorne ist noch eine EBR-Gabel, die musste ich leider zweimal kaufen, weil im ersten Step die Puch ohne Scheibenbremse gebaut wurde und im zweiten Step musste dann halt der Bremssattelhalter, gab es bei der zweiten EBR-Gabel quasi dann mit bei. Der E50-Motor wurde auf Kickstarter-Motor umgebaut, deswegen sind die Tretkurbeln, die eigentlich hier waren, entfallen und man tritt mit dem Kickstarter an. Des Weiteren ist eine MVT-Zündung verbaut. Da bei der MVT-Zündung einiges noch an Elektronik untergebracht werden muss, wurde hier aus 3D-Druck ein Elektronikdeckel verbaut, damit alles vernünftig seinen Platz hat. Die Strebe ist dafür da als Versteifung für den Rahmen, weil da ist halt auch nichts. Das ist ein zweiwandiges Blech, denn das war's, ja. Und 70 Kubik und knapp 80 km/h verwindet die sich in den Kurven doch schon stark. Und da
Bin ich nicht der Erste, wird auch nicht der Letzte sein, der die verbaut hat. Gibt das dann doch schon echt Stabilität. Ja? Und das ist bei 80 km/h. Aber wenn es bloß ein Mofa ist mit 25, ist das, glaube ich, kein Problem. Aber wenn man da mit 80 fährt, dann ist das schon besser, die zu haben. Ja, da im Originalen eigentlich das komplette Seitenteil mit Kunststoff verkleidet war, mir das optisch überhaupt nicht gefallen hatte, konnte man eigentlich online bestellen eine Kettenabdeckung, Kettenführungsabdeckung. Da mir das Geld aber echt zu schade für war, dachte ich mir, wie kann man das am besten bewerkstelligen? Und ja, was soll ich sagen, das war mal ein alter Laminatschneider, der so zurecht geflext gedengelt wurde, damit es so aussieht, als wenn es so sein muss. Hinten sehen wir eine Tieferlegung, die schon, ich glaube, 320 mm ist. Das ist schon ordentlich. Ja, also der letzte Punkt war jetzt dieses Jahr erst noch, ich glaube vor 4 Wochen vorne Umbau auf Scheibenbremse. Das war nochmal ein relativ großer Step, weil ich nochmal eine komplett neue Gabel gebraucht habe. Zu der neuen Gabel, die vor 2 Jahren schon reinkam, musste ich quasi nochmal eine neue Gabel kaufen mit der Aufnahme für die Scheibenbremse. Ja, und da ich die letzten 2 Fahrten auch so mein Entzündungsproblem hatte und ich ja eigentlich der Meinung war, mit der MVT-Zündung scheint zu klappen, siehe da, hat es natürlich heute nicht geklappt. Das war's, Lars. Auf den letzten Metern dann wieder, ich gehe mal von aus, wird wieder Zündung sein. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich da kein Fachmann bin, die wirklich einzustellen. Es gibt halt bei uns niemanden, der sich damit wirklich explizit auskennt. Eigentlich war der Plan, jetzt im Winter nach der Saison noch einmal komplett den Motor einmal machen zu lassen. Von Leuten, die sich auskennen mit CNC-Kopf etc. pp., größeren Vergaser, mit Ansaugtrichter, alles drum und dran. Das ist halt auch optisch noch zum Rest passt, weil das ist aktuell der einzige Punkt, der mich optisch noch wirklich stört und der auch noch, sag ich mal, alt ist, in Anführungsstrichen. Ja, also da werde ich wahrscheinlich mal Richtung Dortmund fahren müssen. Da sind die Jungs, die sich damit auskennen. Dann geht es dann einmal hin und dann bitte einmal neu. Dadurch, dass ich nun wirklich nicht aus der Szene komme und das auch als Jugendlicher nie gemacht habe, außer vielleicht mal 3 Meter mit einer Herkules hinterm Block lang gefahren bin, ist für mich eigentlich mehr so das Schrauben steht für mich im Vordergrund. Allein, da wir früher halt auch viel auf Treffen waren, ist es halt immer schöner, wenn man was mit zu einem Treffen bringt. Ja, nur als Besucher ist das auch cool, aber wenn man halt selber sagt, man ist mit seiner Baustelle, auf gut Deutsch da, ist das schon cooler. Also für mich ist es das Fahren, gibt mir jetzt nicht so den Kick auf gut Deutsch, ja. Also das ist für mich so eigentlich eher so nebensächlich, weil ich wahrscheinlich auch, wenn ich 2-mal gefahren bin, 2-mal liegen geblieben bin. Das ist halt auch nicht ganz so cool. Und ja, also zumal wird es dann eigentlich wahrscheinlich mehr so ein Treffenmofa bleiben, weil die Umbauten einfach aktuell nicht der Straßenverkehrsordnung, ja, was soll ich sagen. Also wenn sie mich anhalten, ist es quasi Fahren ohne Führerschein und dann ist der Führerschein weg und deswegen wird eine Trailer Queen von A nach B und dann auf dem Treffen ein bisschen rumgefahren. Mir gibt es halt auch mehr, wenn ich halt auf dem Treffen bin mit dem Mopper. Wenn ich auf dem Treffen bin mit meinem Mofa und ja, einfach beisammen sein, mit den Leuten quatschen, dummes Zeug erzählen und man sieht die Jungs halt sonst nur auf dem Treffen und die kommt halt auch gut an. Also oftmals ist es so, dass viele halt fragen, ja, was ist denn das, weil sie es einfach nicht kennen, weil wir halt viel im Osten unterwegs sind und ja, also ist schon, fetzt schon. Dadurch, dass die jetzt nur so umgebaut ist und nicht mehr so im Straßenverkehr teilnehmen kann und durch den Umbau ist halt wirklich, ich habe alles, bis auf Rahmen, habe ich quasi alles noch einmal komplett liegen, ob das über Felgen, über Reifen, über Gabel etc. pp. Ist jetzt die Überlegung, dass wenn der Motor jetzt über Winter fertig ist, ich nochmal eine Puch Maxi N suche und mir die so aufbaue, dass die halt auch im Straßenverkehr mitschwimmen kann. Also falls da noch irgendjemand einen Puch Maxi N-Rahmen liegen hat, kann er sich gerne melden, schreibt es in die Kommentare.
Ja, zum Thema Zündung nochmal zurückzukommen, da war das Problem ja, dass die MVT-Zündung und der Umbau auf LED natürlich noch ein paar mehr elektronische Bauteile erforderlich waren. Gab es halt auch den Punkt, ja, wohin damit? Ja, da einer meiner besten Freunde angefangen hat mit 3D-Druck, habe ich dann denen in eine Spur geschickt, zu sagen, hier konstruieren wir bitte mal Teile für eine Zündungsbox bzw. für eine Elektronikbox. Hat er auch gemacht, sieht echt super aus, genau wie die Abdeckung für die Zündung. Und im Vorfeld auch noch einen Luftfilter, da gab es ja einige Teile, die in 3D-Druck gemacht werden. Florian, schönen Dank. Und vielen Dank nochmal an Markus, Florians Bruder, für die Elektronik-Sachen. Weil da mit Elektronik, Strom ist absolut nicht meins. Der hat sich dann quasi dem ganzen LED-Kram-Umbau gewidmet, das alles vernünftig verkabelt. Ja, bis das hier halt so dasteht, wie sie dasteht, ja. Ja, und dann geht nochmal an Daniel, an Puch Maxifreak, der mir mit Rat und Tat bei sämtlichen doofen Fragen beiseite stand. Und außerdem nochmal besten Dank an Matze für seine Schweißkünste, die er an der Puch unter Beweis gestellt hat. Löcher zugeschweißt, Halter entfernt, alles nochmal in die richtigen Bahn gelenkt und natürlich auch so gut verschweißt, dass man halt auch nicht Spachtel braucht. Für die Pulverbeschichtung war das natürlich essentiell notwendig, dass es halt so glatt ist, dass es halt einfach mit dem Pulver erledigt ist. Ja, großen Dank natürlich auch an meine Frau, die das alles mitmacht und an meine Tochter, die beste Tochter der Welt. Ja, eigentlich war der Plan ja damals auch gewesen mit Doppelsitzbank, dass meine Tochter da mitfahren kann. Aus optischen Gründen ist das leider nichts geworden, aber bei der Puch Maxi N, da gehen wir darauf ein, dass sie denn da mitfahren kann. Vielleicht bekommt sie auch später ihre eigene. Ja, hier haben wir den Tankgepäckträger. Der ist verbaut worden, weil mir das Mofa, das sah mir einfach zu nackig aus. Also das macht noch die gewisse Masse, bringt das meines Erachtens mit. Und deswegen wurde der verbaut. Nutzen hat es keinen, außer man kann, wenn man auf Reisen geht, was mitnehmen, was damit auf jeden Fall nicht passieren wird. Ja, im Originalen sind halt bloß die Sturzstreben, die gehen halt hier drauf und dann ist das erledigt. Da fand ich optisch recht schön. Auch im Kontrast noch zu der Farbe zu kommen mit dem Schwarz, war das eigentlich recht super. Ja, die Abgasanlage ist, ich glaube, die 4. oder 5., die drunter ist, weil die mir optisch alle mal nie wirklich gefallen haben. Und zum Ende ist es dann eine Bullet geworden, die bis dato auch noch nie wirklich heiß war. Dementsprechend sieht es auch noch aus wie neu. Das müssen wir in Zukunft echt mal ändern. Ja, also die Armatur der Tacho ist original Tacho. Das Problem war bloß, eine passende Halterung zu finden. Und dann habe ich aus dem, ja, wo heißt her? Ich glaube, das lag noch zu Hause alles rum. Ja, die Halterung im Endeffekt selber gebaut. Die ist halt unten angeschlagen, weil es halt sonst keine wirklichen Halterplätze gab. Ja. Felgen und Reifen sind Standard. Reifen ist ein Miltas. Von der Sache her, optisch halber, sieht ja ganz nett aus. Im ganzen Original ist es eigentlich mehr so Stollenprofil. Aber so ist das vom optischen her, passt es für mich zum Gesamtbild. Ja, es ist 17 Zoll. Der Plan war eigentlich nochmal eine Nummer breiter zu fahren mit dem Reifen. Aber dann kriege ich halt hinten echt das Problem, dass der breite Reifen halt nicht mehr hinter den Heckfender passt. Und da das so schon relativ knapp ist, ist es bei dem 2,1 mal 17 geblieben. Das Thema war die gab es halt bei uns hier im Osten nicht. Also es ist halt, ich wollte halt was haben, was niemand hat. Ich wollte halt nicht immer das haben, was alle haben, und ich wollte halt was Einzigartiges haben. Und das fand ich, ich habe es auch auf keinem Treffen gesehen. Egal, wo ich hingefahren bin, waren immer nur Simson. Und da hatte ich einfach keine Lust drauf. Und ja, und wenn ich einmal was mache, dann mache ich es halt richtig. Und deswegen ist es eine Puch Maxi S geworden. Ja, das Baujahr 85. Klasse Ding. Das fing damals an mit 18. Einer meiner besten Freunde, der ist ein Jahr älter wie ich, fuhr Opel Corsa. Dem zu schulden, seine Tante hatte ein Opel-Autohaus.
Und da war das, da fing das an. Also Opel, mein erstes Auto war ein Opel Astra F, komplett umgebaut, mit Türen hinten zugeschweißt, Turbofront, Vectra B-Schweller, GSI-Umbau, komplett neu lackiert, Innenraum komplett neu beledert. Da auch viel auf Treffen unterwegs gewesen, irgendwann gesagt, gut, Zeit für was Neues. Dann kam Omega B, Fahrwerk, Felgen, war aber auch nicht das Wahre. Danach Signum, den mit Insignia-Felgen, Lochkreisadapter, kurze Kennzeichen, Kennzeichenaussparung, verkleinert etc. pp. Auch das fand ein Ende, dann kam es zum Insignia, den komplett umgebaut, tiefer gelegt, alles drum und dran. Und dann kam auch schon die Zeit mit Frau, Kind, Haus. Und dann wurde der Insignia eher zum Baustellenfahrzeug anstatt zum Showcar auf gut Deutsch. Dann ist es eingeschlafen. Dann waren, glaube ich, 2-3 Jahre war dann komplett Ruhe, was Treffen betraf. Nur ja, Family halt, ja, wie man das so macht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, teilt das Video und falls noch jemand einen Puch Maxi N-Rahmen zu veräußern hat, kann sich gerne melden bzw. schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank.